wunderschön, liebe Freunde, und willkommen zurück beim Foreign Trails Blog. Nach längerer Abstinenz habe ich Ende letzten Jahres das lange Wochenende um den UAE National Day hier unten genutzt, um mal wieder für ein paar Tage in Oman in die Berge zu fahren. Diesmal war ich mit einer Gruppe aus Polen mit Bikes und Autos gemischt unterwegs, was nach ein paar anfänglichen Startschwierigkeiten besser geklappt hat, als ich gedacht habe. Die ganze Geschichte dazu nach dem Intro. Weil es in die Berge von Oman einfach immer eine elende Anfahrt von irgendwie 400-500 Kilometern ist, haben wir beschlossen, das Ganze noch heute vor dem Wochenende zu machen. Es ist jetzt knapp 7. Wir werden vermutlich nicht vor 12 da sein, aber die Belohnung, dass wir morgen einfach schon in den Bergen aufwachen, ist auf jeden Fall vielversprechend. Bock habe ich allerdings nicht. Wir sind jetzt 300 Kilometer im Trip drin. Einmal Sprit auffüllen, bevor es in die Berge geht, in Ibri. Es sind jetzt, glaube ich, noch 150 Kilometer. How's the motivation level? Yeah, so far so good. We got probably around 2 hours ride, and the worst gonna be the last maybe 50 km through the mountains, because we don't know the road. Christoph ist übrigens der meine alte Afrika-Twin gekauft hat. Da steht das gute Stück. Er und seine Freunde haben auch den Trip organisiert. Die sind mittlerweile schon seit ein paar Stunden vermutlich mit Autos da. Wir sind leider etwas später gestartet. Beschlossen, wir gehen heute nicht mehr in die Berge. Die komplette Gruppe, die sich eigentlich treffen sollte, ist irgendwie völlig zerstreut. Wir sind irgendwo hier. Eine Gruppe ist irgendwo hier, die andere Gruppe ist irgendwo hier. Ein Auto ist noch hinter uns, ist mittlerweile fast eins. Wir haben beschlossen, wir warten jetzt auf das Auto, das hinter uns ist, und nehmen dann einfach die nächstbeste Gelegenheit und hauen uns aufs Ohr und treffen uns mit dem Rest morgen. Wir haben unser Auto gefunden. Es hat etwas Überzeugungsarbeit gebraucht. Die wollten eigentlich immer noch Richtung Jebel Shams, aber wir bleiben jetzt definitiv hier und suchen hier den nächstbesten Campspot. Und dann war es das für heute gewesen. Und dann, als wir uns endlich die wohlverdiente Nachtruhe gönnen wollten, das hier. So ein Käse. Das hat sich jedoch ernsthaft, da drüben ist ein Zaun. Der Kerl, der da hinten dran wohnt, die Polizei gerufen. Von wegen, er fühlt sich durch uns gestört. This time I will not pitch the tent. I'm definitely too lazy to do it a second time. Morgen. Ja, 4 Stunden Schlaf. Ich hatte schon schlimmere Nächte. Das ist unser bescheidenes, spontanes Campen nach ungewolltem Umzug. Der Rest nach dem Schlaf. Und Abfahrt. Generell haben wir zwar keinen großen Plan für den Trip. Einer von der anderen Gruppe hat wohl ein bisschen einen Plot ausgemacht. Erster Programmpunkt ist hier heute erstmal einen Fort hier in der Nähe besuchen. Schauen wir mal. Zwar nur 4 Stunden geschlafen, aber ich fühle mich gut. Oh. No worries. Na gut, bin ich wenigstens wach.
haben wir doch den ganzen Tag mit Sightseeing verbracht und sind von einem historischen Fort zum nächsten, was sich aber definitiv gelohnt hat, weil ich bisher meistens immer nur an den Orten vorbeigefahren bin und nie wirklich mir genauer angeschaut habe. Es ist einfach überragend, wie viel von der klassischen arabischen Architektur und generell der alten Gebäude hier im Vergleich zu den Emiraten noch erhalten ist. Und die Forts, die wir heute besucht haben, waren teilweise über 500 Jahre alt. Nach dem Sightseeing-Tag ging es dann am Abend endlich in Richtung Berge. Zum Abend. Ich war mit 10 Polen unterwegs. Das Klischee stimmt dann doch. Aber der Abend sollte dann am nächsten Morgen aus sein Tribut. Nachdem der Tag gestern komplett dem Sightseeing gewidmet war, haben wir uns heute von den Autos getrennt und sind alleine noch ein bisschen tiefer in die Berge. Den kompletten Norden vom Oman durchziehen die Hadjar-Berge und die sind durchzogen von etlichen Schluchten, Canyons und vor allem von jeder Menge Schotterpisten. Das ist einfach nur ein Paradies ohne Spaß. Das ist einfach nur geil. Überragend hier draußen. Leider sind die Berge zu weit weg für Tagestrips. Die Geschichte von dem Platz ist, dass Nike einen Fußballplatz zum Sponsern ausgeschrieben hat. Hat sich unter anderem auch hier irgendein Kaff, glaube ich, ein paar Kilometer höher oben in den Bergen. Da hat sich ein Kind davon beworben und dann tatsächlich den Wettbewerb gewonnen. Weil das Dorf aber wirklich komplett an einem Hang ist, war das irgendwie der nächste gerade Platz, den sie gefunden haben, wo man einen Fußballplatz hätte hinbauen können. Dementsprechend ist der da unten jetzt an der Straße. Und so ist der Fußballplatz mitten im Nirvana entstanden. Eigentlich wollten wir ursprünglich noch einen weiteren Tag dranhängen. Nach durchzechten und kurzen Nächten haben wir dann aber doch beschlossen, die Heimreise anzutreten und sind gegen Abend Richtung Dubai abgebogen. Und damit sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr in Zukunft mehr wollt, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut doch mal auf dem Blog onforeigntrails.com vorbei. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.